Als der Richter fragt, sagt Nico Jenkins: Ich habe sie getötet. Es ist der 17. April 2014. Nico Jenkins sprach in Zungen oder einer Sprache seines angeblichen Schlangengottes. Er grinste und lachte kurz, als die Staatsanwälte Einzelheiten über den Tod seiner Opfer erzählten. Er bekannte sich schuldig und weigerte sich dann, die Berichte der Staatsanwaltschaft über die Schießereien zu akzeptieren. Anschließend machte er keine Einwände geltend und ein Richter befand ihn schlussendlich für schuldig. Er machte das Gefängnissystem von Nebraska für den Tod der 4 Omahans verantwortlich, weil sie ihn trotz seiner angeblichen Schizophrenie freigelassen hatten. Er sagte zunächst, er wolle in die Todeszelle. Anschließend forderte er den Bezirksstaatsanwalt von Douglas, Don Klein, auf, die Todesstrafe vom Tisch zu nehmen. Das Drama vom Mittwoch war einer der letzten Folgen dessen, was die Gerichtsbeamten mit einem Augenzwinkern als Nico-Show bezeichnet haben. Am Ende, nach all dem Getöse und der Tapferkeit und einer kürzlichen Anhörung, bei der Jenkins tatsächlich heulte, als er den Gerichtssaal verließ, blieb diese Tatsache kalt und unwidersprochen bestehen. Nico Jenkins richtete im August in einem 10-tägigen Amoklauf 4 Omahans hin. Richter Peter Batalon befand Jenkins bei folgenden: schuldig am Tod von Jorge Cajiga Ruiz und Juan Uribe Pena am 11. August. Die beiden Männer waren unter dem Vorwand, von 2 weiblichen Verwandten von Jenkins sexuelle Handlungen erhalten zu würden, in den Spring Lake Park gelockt worden. Jenkins schoss beiden Männern in den Kopf. Cajiga Ruiz hatte sein Gesicht verdeckt, als er erschossen wurde. Denn die Kugel durchschlug seine Hand, drang in den Kopf ein, durchstieß sein Gehirn und trat aus dem Hinterkopf wieder raus. Weiter, die Schuld am Tod des Mannes am 19. August, den Jenkins einst als mein kleiner Kumpel bezeichnete, Curtis Bradford, einst Jenkins Mitgefangener. Bei dieser Tat lockte Jenkins Bradford in die Gegend der 18th Street und der Clark Street unter dem Vorwand, dass sie einen Leckerbissen machen, was so viel heißen soll wie einen Raubüberfall zu begehen. Nachdem seine Schwester Erica Bradford erschossen hatte, richtete Jenkins ihn hin und sagte ihr, sie habe es nicht richtig gemacht, sagte Klein. Und weiter Schuld am Tod von Andrea Kruger am 21. August, einer Mutter von 3 Kindern, die von ihrem Job in einer Bar nach Hause fuhr, um sich um eines ihrer kranken Kinder zu kümmern. Jenkins und 3 weitere Verwandte machten sich auf die Suche nach einem SUV, den sie stehlen konnten, um Leute in der Stadt für das Lil Wayne-Konzert auszurauben, sagte Klein. Sie hielten an einem Stoppschild an der 168 und 4th Street vor Kruger und versperrten ihr den Weg, damit sie angreifen konnten. Jenkins zog Kruger von der Fahrerseite und schoss ihr in den Kopf, Nacken und Rücken, wobei er sie mitten auf der Straße tötete. Anschließend sei er mit ihrem SUV davongefahren, sagte Klein. Jenkins, 27, schien am meisten verärgert über die Behauptung, Kruger sei bei einem Raubüberfall getötet worden. Er wies darauf hin, dass er eine Reihe erfolgreicher Autodiebstähle hatte, bei denen er nicht tötete, darunter 2, die zu seiner jahrzehntelangen Haftstrafe führten. Er wies auch darauf hin, dass er kein Bargeld aus Krugers Handtasche mitgenommen habe. Er argumentierte, dass er keiner Frau wehtun würde, es sei denn, Aphobis befahl es ihm, es zu tun. In ausführlichen und gelegentlich schwer verständlichen Dialogen beharrte Jenkins darauf, dass die Tötungen von Kruger und den anderen Opfern nicht auf seine Schuld zurückzuführen seien. Er betonte, dass er lediglich das Werkzeug sei, das die Befehle von Aphobis, seinem Schlangengott, ausführte. Man kann jede Frau in North Omaha fragen.
Habe ich jemals die Hand gegen Sie erhoben? Das habe ich nicht, sagte er. Der Staatsanwalt von Douglas County, Don Klein, erklärte, dass die Polizei von Omaha und die Stellvertreter des Sheriffs von Douglas County zahlreiche Beweise für Jenkins Schuld gesammelt hätten. Er äußerte keinen Zweifel daran, dass die Verurteilung von Jenkins Bestand haben werde, trotz eines bizarren Vorfalls, bei dem es zu einem seltenen Treffen in der Kammer zwischen dem Richter und Jenkins kam, während die Staatsanwälte abwesend waren. Obwohl der Richter seinen Kurs am Mittwoch änderte, nachdem er zuvor darauf bestanden hatte, dass Jenkins sich schuldig bekennen solle. Batalon gab diese Haltung auf, nachdem Jenkins behauptete, er könne sich nicht erinnern, jedes seiner Opfer erschossen zu haben. Im Gegensatz zu früheren Berichten sagte Klein, dass der Richter in einem Fall der Todesstrafe das Recht habe, einem Nichtanfechtungsgrund zuzustimmen. Klein betonte, dass es Fälle von Mord ersten Grades gegeben habe, in denen der Angeklagte keine Einwände erhoben habe, und mindestens einer davon war ursprünglich ein Fall mit Todesstrafe. Darüber hinaus wiesen Klein und andere Anwälte darauf hin, wie schwierig es für einen Angeklagten sei, ein Plädoyer rückgängig zu machen. Vor der Erhebung eines Klagegrundes informieren Richter die Angeklagten ausführlich über alle Rechte, die sie mit der Klageerhebung aufgeben. An diesem Mittwoch tat Richter Batalon genau das und drängte Jenkins beinahe dazu, seine Entscheidung zu plädieren, noch einmal zu überdenken. Batalon enthüllte einen seltenen Schachzug. Er traf sich mit Jenkins in der Kanzlei, in Anwesenheit von Jenkins beratenden Anwälten, um dessen Fragen zu beantworten. Während der 45-minütigen Verzögerung vor Beginn der Anhörung zum Klagegrund äußerte Jenkins verschiedene Beschwerden über Staatsanwälte, Polizei und Gefängniswärter, wie Batalon berichtete. Einige dieser Beschwerden können von diesem Gericht geklärt werden, sagte Batalon. Ich hatte ihm jedoch geraten, dass er auf all diese Bedenken und Beschwerden verzichtet, wenn er sich schuldig bekennt. Jenkins teilte dem Richter mit, dass er das Gefühl habe, keine andere Wahl zu haben, als zu plädieren, weil seine verfassungsmäßigen Rechte und Menschenrechte nicht anerkannt werden. Batalon wiederholte Jenkins gegenüber mehrfach, dass er andere Möglichkeiten habe: vor Gericht zu gehen, sich nicht schuldig zu bekennen oder sich wegen Wahnsinns nicht schuldig zu bekennen. Die Hauptsache ist, ich bin bereit, dorthin zu gehen, wohin ich gehen werde, sagte Jenkins dem Richter. Ich versuche nicht, im Douglas County Gefängnis zu sitzen. Ich möchte nicht hier sitzen und diesen kleinen dummen Rechtsstreit durchmachen, in dieser Gerichtsbarkeit. Jenkins' Bitten waren alles andere als die tief empfundene Erklärung, die er im vergangenen Herbst geschworen hatte, als er sagte, er wolle den Familien der Opfer einen Prozess ersparen, bei dem sie grausige Tatortfotos ihrer Angehörigen sehen müssten. Während der Anhörung zeigte sich Jenkins wie gewöhnlich kalt und lachte kurz und ungläubig, als Staatsanwalt Klein den Tod der Opfer schilderte. Beim Tod von Cajiga Ruiz und Uribe Pena tauchte Jenkins aus einem Waldgebiet auf, um beide Männer hinzurichten. Anschließend drehte er ihre Taschen um und entnahm ihnen das Bargeld. Staatsanwalt Klein beschrieb während der Anhörung den Tod von Curtis Bradford und erklärte, wie Jenkins seine Schwester Erica darüber belehrte, wie man jemanden hinrichtet. Daraufhin grinste Jenkins und beschuldigte Klein des Lügens, indem er sagte: »Der Typ ist verrückt!« Als Klein die 4 Schüsse beschrieb, mit denen er Andrea Kruger hinrichtete, meldete sich Jenkins zu Wort und fragte den Richter: »Wo war die Schusswunde? Am Kopf?« fragte Jenkins den Richter. »Ich habe ihn nicht gehört.« »Am Hinterkopf«, sagte Batalon. Jenkins behauptete sich an keinen der Morde erinnern zu können. Bradfords Hinrichtung sei höchst rätselhaft, sagte er, weil Bradford sein Kumpel gewesen sei. Jenkins sagte, er hätte Kruger auch nie wissentlich getötet. »Wenn ich bei klarem Verstand bin, würde ich eine Frau niemals so wehtun«, fügte Jenkins hinzu.
Jenkins äußerte sich erst am Ende der Anhörung, als der Richter Batalon ihn unverblümt fragte, ob er jedes Opfer getötet habe. Er behauptete, dass befehlende Stimmen seine Erinnerung an die Morde trübten. Er sagte, er erinnere sich daran, dass die Stimmen mit Sätzen übereinstimmten, die auf seinem Gesicht tätowiert seien. »Töte sie, vernichte sie, greif sie an«, sagte er und übersetzte die Worte: »Ich war allein mit der Waffe, den Dämonen, Aphobis und Luzifer. Sie haben versucht, mich zu töten, also habe ich sie auf Befehl von Aphobis getötet.« Zu diesem Zeitpunkt verdrehten 2 Polizisten der Omaha-Polizei in der ersten Reihe die Augen. Keiner von Jenkins Komplizen habe berichtet, er habe behauptet, am Tatort Stimmen gehört zu haben oder in Zungen gesprochen zu haben, bemerkte Klein. Während Klein von den Todesfällen erzählte, stürzte Bradfords Mutter, Velita Glasgow, weinend aus dem Gerichtssaal. Krugers Ehemann, Michael Ryan Kruger, saß ein paar Sitze von Bradfords Mutter entfernt und runzelte die Stirn, als ihm vom Tod seiner Frau erzählt wurde. Nach dem Plädoyer strömte Glasgows Familie weinend aus dem Gerichtssaal und sagte: »Er ist schuldig!« Glasgow sagte, die Anhörung zur Todesstrafe werde genauso hart sein wie die Anhörung am Mittwoch. Es steht noch kein Datum fest, es wird jedoch voraussichtlich im Sommer stattfinden. »Ich bin bereit für die nächste Phase«, sagte sie. »Das ist zu schwer für mich. Das ist zu schwer für meine Familie. Wir brauchen jetzt einen Abschluss.« Obwohl die Verwandten von Cajiga Ruiz und Uribe Pena den Fall im Auge behalten, haben sie an den jüngsten Anhörungen nicht teilgenommen. Die Familien von Bradford und Kruger trafen sich nach der Anhörung mit den Ermittlern der Mordkommission. Krugers Mutter, Terry Roberts, dankte den Ermittlern für ihre Arbeit. »Ich bin froh, dass dieser Teil vorbei ist«, sagte Roberts. Jenkins glaubt nicht, dass es vorbei ist. Er war damit beschäftigt, Anwälten Gerichtsdokumente im Zusammenhang mit seiner Klage wegen seiner Bürgerrechtsbeschwerden zuzustellen. Bezüglich der Anhörung zur Todesstrafe fragte er den Richter abweisend, ob er ihm das Urteil per Post mitteilen würde. »Ich möchte auf meine Anwesenheit verzichten und per Brief benachrichtigt werden«, sagte Jenkins. Im nächsten Atemzug forderte er Klein auf, darüber nachzudenken, die Todesstrafe vom Tisch zu nehmen. Jenkins merkte an, dass er vor seiner Freilassung Briefe geschrieben hatte, in denen er einen Richter, einen Staatsanwalt und sogar einen Senator des Bundesstaates um Hilfe gebeten hatte. Angesichts der Existenz dieser Briefe, über die zuvor im World Herald berichtet wurde, deutete Jenkins an, dass es den Staatsanwälten besser gehen würde, wenn sie die Todesstrafe nicht verhängen würden. Batalon sagte Jenkins, er solle eine Pressekonferenz einberufen, wenn er diese Angelegenheit ansprechen wolle. Der Richter gab an, dass er stark darüber nachdenkt, einen Anwalt zu ernennen, der Jenkins in der Anhörung zur Todesstrafe vertritt. Jenkins lehnte sich grinsend in seinen Stuhl zurück und spottete: »Das geht auch nur, wenn ich es will.« Das Geständnis auf der Polizeiwache. Eine Woche nach seinem anfänglichen Schweigen zu den Verbrechen, einschließlich der Ermordung von 4 Omahans im August, änderte Nico Jenkins seine Meinung. Am 3. September rief er aus dem Gefängnis von Douglas County die Mordkommission an und erklärte, dass er bereit sei, sich mit ihnen zu treffen und alles zu offenbaren, was er über die Ermordung von Andrea Kruger wusste. Jenkins wurde in einem Vernehmungsraum im zentralen Polizeipräsidium gebracht und begrüßte die Ermittler der Mordkommission, als sie eintraten. »Es wird eine lange Nacht«, sagte er laut Sergeant des Sheriffs von Douglas County, John Panconen. »Ich werde dir alles geben, was du brauchst.« Als erstes benötigte Jenkins alle Informationen zu den Waffen und wollte wissen, ob sie im Zusammenhang mit den Morden getestet worden seien.
Das zweite, was er brauchte, war ein Abhörgerät, damit die Detectives Jenkins in die Nachbarschaft schicken und ihm helfen konnten, herauszufinden, wer Kruger getötet hat. Er meinte, er könnte es am ehesten herausfinden, weil er Straßenglaube hatte, sagte Panconen aus. Die Ermittler nahmen das Angebot von Jenkins aber nicht an. Dennoch behaupteten die Behörden, dass Nico Jenkins die Detectives in dieser Nacht auf eine bizarre Reise mitnahmen. Eine Erzählung, die letztendlich dazu beitrug, den Mörder zu schnappen. Jenkins selbst. Panconen sagte am Mittwoch bei einer Anhörung vor dem Bezirksgericht Douglas County aus. Er wurde von Jenkins befragt, der als sein eigener Anwalt fungierte und versuchte, sein Geständnis zu den 4 Morden im August zurückzuweisen. Richter Peter Batalon wird dann entscheiden, ob Jenkins Geständnis vor Gericht zugelassen werden soll. Der Prozess wird voraussichtlich am 28. Juli beginnen und Batalon wird letztendlich über Schuld oder Unschuld von Jenkins entscheiden. Panconen berichtete, dass Jenkins den Ermittlern zunächst mitteilte, dass er nicht im Gefängnis sprechen wolle, wo er wegen terroristischer Drohungen angeklagt war, da dort zu viele Familienmitglieder seien. Nach seiner Ankunft auf der Polizeistation machte er es sich gemütlich und forderte mehrmals Kaffee und Wasser. Der 27-Jährige nahm sogar ein Angebot an und bestellte bei McDonald's 2 Doppel-Cheeseburger, ein Hühnchensandwich, Pommes und ein Milkshake. In den nächsten 7 Stunden, so Panconen, beherrschte Jenkins den Raum, ähnlich wie er am Mittwoch versucht hatte, den Gerichtssaal zu dominieren. Panconen sagte, Jenkins habe nur kurz innegehalten, um herauszufinden, was die Detectives bereits wussten. Im Grunde hat er die meiste Zeit geredet, erklärte Panconen. Wir haben einfach nur zugehört. Zu Beginn beschuldigte Jenkins 2 junge Männer, seine Cousins, als Mörder. Doch schließlich gestand er die Morde an 4 Personen aus Omaha. Juan Uribe Pena und Jorge Cajiga Ruiz am 11. August, Curtis Bradford am 19. August und Andrea Kruger am 21. August, so Panconen. Der Sergeant erklärte dem Richter, dass Jenkins gelegentlich emotional, jedoch immer kohärent, kalkuliert und sogar klug sei. Jenkins selbst sah das aber anders. Jenkins behauptete, dass seine Geisteskrankheit, angeblich Schizophrenie, seinen Verstand und seine Fähigkeit, dem Interview zuzustimmen, beeinträchtigt habe. Als Beweis für seine Geisteskrankheit führte Jenkins an, dass er im Gefängnis Hautausschlagcreme geschluckt hatte, um sich das Leben zu nehmen. Ein weiteres von Jenkins genanntes Zeichen waren die 3 Phasen, die er während des Interviews durchlaufen habe und die letztendlich zum Geständnis führten. Phase 1. Jenkins verhielt sich zunächst übermütig und stark und zeigte Bereitschaft, den Mörder von Kruger zu finden. Panconen erinnerte sich daran, wie Jenkins behauptete, zahlreiche Straßenverbindungen zu haben, die ihn zu den Mördern führen könnten. Phase 2. In der nächsten Phase sprach Jenkins in Zungen. Panconen konnte sich aber an kein solches Gejammer erinnern, betonte jedoch, dass Jenkins auf einem Stuhl stand und wiederholte, er habe den Männern, die Kruger getötet hatten, Ophobis zugefügt. Dabei behauptete Jenkins, unter dem Kommando von Ophobis zu handeln, den er einen ägyptischen Schlangengott nannte. Phase 3. Während des Verhörs in der 3. Phase betonte Jenkins, dass er auf dem Boden saß. Panconen merkte an, dass dies kaum ein Zeichen für einen irrationalen Idioten sei. Jenkins habe alles im Vernehmungsraum verstanden und vorhergesagt, dass er vor Gericht gestellt werde. Er schlug sogar vor, die Schuld dem Strafvollzugsministerium von Nebraska zuzuschieben. Am Ende des Verhörs brach Jenkins in Tränen aus und Panconen umarmte ihn.
Panconin erklärte, dass dies ein Zeichen dafür war, dass Jenkins verstört war, nicht beunruhigt. Jenkins wollte wissen, warum er ihn umarmt habe, und Panconin antwortete: »Das ist der Typ Mensch, der ich nun mal bin. Du hast gerade 4 Morde gestanden. Ich habe den Ausdruck in deinem Gesicht gesehen, als ob du eine Umarmung wolltest. Also habe ich dich umarmt.« Jenkins wollte dann wissen, wie sein Gesichtsausdruck war, und Panconin hielt inne und beugte ihn. Der Blick von jemandem, der gerade 4 Morde gestanden hat. Die Verurteilung. In handgeschriebenen Briefen vom 3. November 2013 an den Omaha World Herald, Staatsanwälte und einen Richter erklärte Jenkins, dass er sich in allen Anklagepunkten der 4 Morde schuldig bekennen wolle, um das Königreich von Aphobis mit tierischer Brutalität zu schützen. Am 19. Februar 2014 reichte er eine Bundesklage über 24,5 Millionen US-Dollar gegen den Staat Nebraska ein. Er behauptete, zu Unrecht aus dem Gefängnis entlassen worden zu sein und dass seine Behauptungen, Stimmen von Aphobis zu hören, wiederholt ignoriert wurden. In einer 6-seitigen handschriftlichen Akte gab Jenkins an, dass die Einzelhaft seine Schizophrenie verstärkte. Er machte Strafvollzugsbeamte für die 4 Morde verantwortlich und behauptete, an Schizophrenie, bipolarer Störung und Zwangsstörung zu leiden. Nachdem er für verhandlungsfähig erklärt worden war, begann das Verfahren gegen Jenkins. Auf seinen Antrag durfte er sich unter Anleitung beratender Anwälte vor Gericht selber vertreten. Während des gesamten Prozesses behauptete Jenkins, unter dem Kommando von Aphobis zu handeln. Seine theatralischen Auftritte im Gerichtssaal umfassten Zungenreden, Heulen und Lachen, während die Staatsanwälte die grausamen Details der Morde schilderten. Am 16. April 2014 sprach Richter Peter Betalen Nico Jenkins für alle 4 Morde schuldig. Ursprünglich sollte die Verurteilung am 11. August 2014 erfolgen, aber der Termin wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, um festzustellen, ob Jenkins in der Lage war, das gegen ihn gerichtete Todesstrafverfahren zu verstehen. Am 29. Juli ordnete Richter Betalen an, dass Jenkins in der psychiatrischen Klinik Lincoln Regional Center untergebracht werden sollte, bis die Ärzte mit seinem Zustand zufrieden waren. Das Regional Center lehnte die Aufnahme wegen unzureichender Sicherheit ab, aber die Ärzte stimmten zu, ihn in einem Lincoln-Gefängnis zu behandeln. Im Mai 2017 wurde Jenkins von einer 3-köpfigen Jury zum Tode verurteilt und erhielt zusätzlich 450 Jahre Gefängnis wegen Waffenbesitzes im Zusammenhang mit den Morden. Am 20. April 2020 lehnte der oberste Gerichtshof die Anhörung seiner Berufung ab.